Mit 7000 Metern und so lang wie der Kontinent sind die Anden eine natürliche Barriere, die Chile von Argentinien trennt. Wir müssen diese überqueren. Leider ist unser Bus dazu nicht bereit. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wir sind hier bei Mario und Mario ist derjenige, der die gesamte T3-Gruppe in Chile am Laufen hält. Also der Moderator, oder wie man das nennen mag, keine Ahnung, auf jeden Fall, der alles irgendwie zusammenkittet. Und Mario ist auch derjenige, der uns Sergio geschickt hat, bei dem wir unsere Achse gemacht haben. Und Mario hatte uns eingeladen, zu ihm zu kommen und wir haben die Einladung natürlich angenommen, freuen uns total drauf oder haben uns total drauf gefreut, endlich hier zu sein. Und der hat so geile Busse hier stehen, das ist unglaublich. Das ist einfach zu geil. Hier noch ein Synchro. Hier leider ein kleines Schlachtobjekt. Da hinten sind Engländer, die ihren Motor getauscht haben. Die sind auch richtig cool. Hier steht noch einer. Es soll noch mal einer sagen, es gibt keine T3s in Chile. Aber die Community, die ist so cool und funktioniert richtig, richtig gut. Also ich weiß ja, in Deutschland funktioniert die auch halbwegs, aber hier ist es, hier kennt jeder jeden, hier weiß jeder, wo, also die wissen hier echt, wenn sie sagen, okay, du fährst nach Norden, du fährst dorthin, du fährst dahin. Man weiß immer, wo jemand ist, man weiß immer, wo man unterkommen kann, wo es eine Garage gibt, wo man schrauben kann. Und das ist natürlich ultra cool. Eines unserer größten Probleme ist die Temperatur. Der Lüfter von unserem Kühler geht schon eine ganze Weile nicht mehr. Wir haben hier den Stecker und da packen wir jetzt auf beide Pole das Kabel, was ich da reingezogen habe, und dann können wir von drinnen den Lüfter schalten, weil unser Thermostat ja noch nicht mehr funktioniert, und dann können wir selbst entscheiden, wann der Lüfter angeht. Wir haben gemerkt, dass wir einfach ein typisches T3-Problem haben. Wenn wir, also Berge fahren können wir können auch die Alpen hochfahren, aber wir reden ja nicht über die Alpen, wir reden über die Anden. So. Und die Steigungen hier, die sind einfach was völlig anderes, als wenn man in den Alpen fährt, wo lauter Schwerlastverkehr lang geht. Also hier, wenn hier eine Steigung anfängt, dann kann die schon mal so richtig in die Vollen gehen, und wir sind ja auch relativ schwer. Und dabei haben wir gemerkt, dass wir echt immer warm werden. Da haben wir mal die Innenraumheizung angemacht und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass mein Lüfter nicht funktioniert oder unser Lüfter nicht funktioniert. Und wir haben den auch noch nie gehört, wenn wir das Auto ausgeschaltet haben, dass der dann noch so ein bisschen weiterläuft. Ja. Passiert einfach nicht. Dann habe ich den Lüfter getestet, das hat auch funktioniert, aber das Thermostat scheint entweder nicht zu funktionieren oder es schaltet halt zu spät. So, und jetzt haben wir das Thermostat überbrückt und haben im Innenraum einen Schalter und können jetzt einfach selber entscheiden, wann wir Luft brauchen. Das heißt, wir sehen den Berg, wir schalten ein, die volle Lüftung,
und steigen dann an. Das heißt, er wird erst gar nicht warm. Das ist also viel besser von der Thermik her. Und so fahren die alle hier. Also, wir sind gerade bei einem aus der T3-Community. Und der hat es in all seinen T3-Bussen verbaut, weil der T3 hier in Südamerika Sauna heißt. Also ist so der Spitzname für den T3, weil alle mit Innenraumheizung fahren müssen, damit sie irgendwie den Berg hochkommen. Und also wir reden hier nicht über die Alpen oder die deutschen Mittelgebirge, sondern wir reden über die Anden. So. Und dann haben wir ja sowieso schon ein Luftproblem, wir haben nicht genug Sauerstoff für die Verbrennung. Und wenn dennoch die Wärme dazu kommt, verlieren die so an Leistung, dass wir da einfach am Berg kriechen. So, und das haben wir jetzt gelöst, das Problem. Jetzt haben wir eine Taste und können einfach Gas geben. Sehr geil. Nach der Arbeit freuen wir uns auf das Wochenende. Das hier sind übrigens Lee und Willow. Die beiden haben gerade ihren Motor neu eingebaut und das ist die erste Testfahrt. Der Klang ist gigantisch. The soil and the dust are trailing behind my boots. Blown by the wind, showed me a piece of my past. The soil and the dust is where we go. 6 feet under, whatever your uniform says. The smell of the dust is sticking onto my clothes. Burns my throat, sends shivers down my spine. The smell of the dust makes us just the same. What makes us different is just a bullet away. No pride but shame. No pride can bring the corpse from the graveyard. May the souls rest in peace up above. Some say we'll follow them down in the wind. Sooner or later we're gonna pay the bill. The taste of the dust is lingering in my mouth. Burns my throat, sends shivers down my spine. We taste the dust when we crow. 6 feet under, whatever your uniform says. No pride but So, also, bevor es jetzt aber für uns in die Berge geht und wir den Wagen auf Herz und Nieren testen und dem mal richtig geben, ja, haben wir was anderes mit euch vor. Jetzt seid nämlich ihr dran. Wir haben stetig Leute, die uns was fragen, die irgendwas wissen wollen über unsere Reise, wie irgendwas funktioniert, wie wir was machen, was geregelt haben, wie auch immer. Und wir haben uns gedacht, wir machen beim nächsten Video, bevor es losgeht in die Atacama, mal so einen Cut, weil dann beginnt ja auch eine neue Epoche. Und wir möchten von euch wissen, was ihr wissen wollt. Also auch Christine, auch deine Frage wird beantwortet. Genau, schreibt uns einfach die Fragen, die Fragen, die ihr habt, das, was ihr wissen wollt oder uns sagen wollt, keine Ahnung, in die Kommentare. Ich mache auch nochmal einen Community-Post, wer es vergessen hat, kann darauf antworten. Auf jeden Fall schreibt uns in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Und dann gehen wir im nächsten Video darauf ein und beantworten all eure Fragen. Morgen! Jetzt geht's richtig los hier. Wir fahren über den Pass von Chile nach Argentinien und wir haben ja noch viel am Auto optimiert, repariert. Wir haben ja den Lüfter gemacht, allen Kram, weil wir ja so ein bisschen Hitzeprobleme hatten. Und jetzt trauen wir uns. Und wir fahren gleich den ersten richtigen Horrorpass. Das heißt, wir fahren am höchsten Berg Amerikas, Aconcagua. Aconcagua heißt der. Und der ist 6.900 Meter, wenn ich richtig, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube 6.900 Meter hoch.
Und direkt nebendran ist der Pass. Das heißt, der geht jetzt nicht bis auf 6000 Meter, aber wir sind über 3. Und wenn wir den Motor jetzt mal richtig treten, schauen wir, ob wir das packen. Wir haben die Hunde nicht dabei. Wir konnten die dort lassen, wo wir unser Auto geschraubt haben. Das macht uns das Leben ein bisschen leichter. Und wir müssen unseren Tipp erneuern. Das heißt, die Einfuhrberechtigung des Fahrzeugs, die läuft ab. Und gleichzeitig unsere Aufenthaltsgenehmigung. Und deswegen fahren wir jetzt darüber. So, das heißt, wir haben uns vorgenommen, heute einmal über die Alpen zu fahren und dann gleich wieder zurück über die Alpen. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass diese Alpen, über die wir jetzt fahren, einfach mal knapp 7000 Meter hoch sind und nicht so ein Pipifax wie unsere richtigen Alpen. Wow, das erste Mal ab in die Berge. Ja, total krass. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr. Haben alles an Werkzeug dabei, was wir gebrauchen können. Und jetzt testen wir mal, ob Hermann das mitmacht. Das wird ein Abenteuer. Wir sind jetzt schon mal 1000 Meter nach oben. Das geht steil geradeauf. Das ist also noch gar keine Serpentin, sondern es geht einfach gerade steil nach oben. Seit mittlerweile 50 Kilometern. Wir schaffen es, die Temperatur gerade so zu halten mit Heizung und Ventilator. Und wir sind ja gar nicht voll. Wir haben ja so viel da gelassen. Also noch mal gucken. Sonst bricht die Leistung auch ab. Also ich kann nicht Vollgas geben im dritten. Muss im zweiten Gang fahren. Aber bisher klappt's. So, und jetzt kommen wir gleich zu der bekanntesten Stelle hier, die heißt Los Caracoles. Und das heißt die Schnecke. Und das ist wirklich eine Straße, die geht tick, 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 den 1000 Meter den Berg hoch. Ja, sind wir gespannt drauf. Und hier sind lauter Baustellen, muss man halt immer warten und dann wieder anfahren. Ja gut, so kann das Auto mal runtergehen. Es kann immer nur eine Richtung fahren. Die andere muss warten, damit die Kurven lang kommen. Und wir können im ersten schon fast nicht mehr anfahren, so steil ist es. Mann, echt krass. Una frontera differente. Sí, total. Man muss im Auto bleiben. Schön. Ja, also heute gestaltet es sich ja wirklich mal schwieriger als sonst. Wir wollen ja nur von Chile nach Argentinien, um unser Visum in Chile zu erneuern. Das heißt also, wir sind jetzt fast 3 Monate hier, das läuft ab, deswegen müssen wir raus. Wenn wir das nicht machen und unser Auto nicht sozusagen neu reimportieren, ja, müssen wir unglaublich viel Steuern zahlen. Das heißt also, wir sind jetzt ein bisschen so im Druck, weil wir wollen dann in die Wüste und von dort kommen wir nicht schnell weg. Das heißt, wir wollten das jetzt machen. Ja, und jetzt gestaltet sich das irgendwie viel schwieriger als sonst, weil diese Grenze hier anders ist. Also man reist nicht ein an einer Seite, aus an einer Seite und an der anderen wieder ein. Nein, das ist alles so zusammengefärscht und die kommen mit unserem Fall jetzt gerade gar nicht klar. Und wir haben irgendwie einen
Papier nicht ausgefüllt, noch nie. Also in den ganzen 6 Monaten, die wir in Argentinien sind, weil das uns nie einer gegeben hat. Und scheinbar sind wir immer ohne dieses blaue Formular, das blaue Formular XT347, keine Ahnung, eingereist. Und das hat immer gut geklappt. Aber jetzt haben wir dieses Formular nicht und jetzt klappt es eben nicht. So. Jetzt kam gerade der Chef der gesamten Grenzkontrolle, hat Alessandra an die Hand genommen und die suchen jetzt unsere anderen Eintritte ins Land sozusagen, um das, um zu sehen, wann wir denn wo irgendwie ein- und ausgereist sind. Und dann kriegen wir ein neues oder das erste Mal ein blaues Formular und mit dem können wir dann sozusagen weiterfahren. So, das jetzt mal kurzes Update. Ja, ich hoffe, das geht jetzt schnell und dann können wir auch so direkt wieder angeblich nach Chile zurück. Da gibt es bestimmt auch wieder einen Haufen Probleme. Mal schauen, was uns heute erwartet. Auf jeden Fall die anstrengendste Grenze, die wir bis jetzt hatten. Also alles andere war echt easy. Aber hier ein Gerenne, und also die haben wirklich alles kontrollieren wollen. Und jetzt gab es auch das blaue Formular, was wir vorher nicht hatten. Also total komisch. Das ist halt eine größere Grenze. Immer wenn die größer sind, dann machen die ja viel mehr Reibach, als wenn das so eine Aufriss, als wenn das so eine, doch kleine Grenze ist. Cool, auf jeden Fall alles erledigt. Unsere Hunde sind zum Glück in guten Händen. Lee und Willow haben auf sie aufgepasst. Nach 8 Stunden sind wir fast wieder in San Felipe angekommen. Am Ende hat mit unserem Bus alles geklappt und wir haben den Pass 2-mal bezwungen. Der Test war erfolgreich. Belohnt wurden wir von der beeindruckenden Schönheit der Berge. Ja, wir machen jetzt noch was total Wichtiges. Wir wollen ja jetzt mehr in die Berge fahren. Es soll ja jetzt auch Richtung Norden gehen, Atacama-Wüste, und wir gehen auf den Altiplan, das sind über 5000 Meter. Und dafür muss der Katalysator raus. Und jetzt sind wir, das ist hier auch normal, wir fahren alle ohne Cut, weil es einfach nicht geht, es funktioniert einfach nicht. Und deswegen sind wir jetzt hier in der Werkstatt, schweißen den Katalysator aus und bauen uns die ganzen, Flexirohre kommen raus und es wird ein starrer Auspuff gebaut und unser Edelstahlauspuff wird geschweißt. So, und dann sind wir jetzt endgültig wieder bereit für die Piste. Und die machen das hier professionell, das ist hier ein normaler Arbeitsschritt, den Katalysator auszubauen. Und den nehmen wir uns dann natürlich mit, dass wir den in Deutschland wieder einbauen können, weil da brauchen wir ihn ja. Ich hoffe, sie sind gleich fertig. Okay. Ja. Quedó más arriba. Perfecto, perfecto, perfecto. Chile ist ein unglaublich vielfältiges Land und so lang, so schmal, aber auch so lang. Wir haben in Polarregionen in Feuerland angefangen, sind dann irgendwann über kalte Regenwälder und Vulkane Richtung Hauptstadt Santiago gefahren. Und Santiago ist schon wieder über 400 Kilometer hinter uns. Und es geht Richtung Norden und jetzt geht es Richtung Wüste. Und unser Ziel ist eben die Atacama-Wüste und auf dem Weg dahin liegt La Serena. Hola, buenas. Hola, buena. Vengo, ¿cuánto es? 3.300. Hier ist es das Normalste der Welt, dass Essen direkt an der Autobahn verkauft wird. Auch wenn es kaum Raststätten gibt, was zu essen bekommt man immer leicht zu kaufen. Wir haben auch Lust, was zu probieren. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué es este dulce de ligua? ¿Esto es lo que vendéis? Sí, eso. Ah, es de azúcar, ¿no? Sí, rico. Con manjar. Estos son como pancito con manjar, así como los quequitos. ¿Tres o cuatro? ¿Es suficiente? 3.000 la media. Ok. ¿Sí? ¿De todo? Sí, una mezcla. Muchas gracias. Gracias, chao, que les vaya buen bien. día, Buen día, gracias, hasta chao. luego. Ya.
Nachdem der Nachtisch gesichert ist, fehlt jetzt nur noch das Abendessen. Zuerst mussten wir aber noch zum Tierarzt. Uns ist aufgefallen, dass die Tollwutimpfung seit ein paar Tagen überfällig ist. Ja, es hat alles geklappt mit dem Arzt. Wir waren jetzt 5 Tage drüber über dem Impftermin für die Tollwut, aber wir konnten das alles regeln und wir haben jetzt für 3 Jahre die Tollwutimpfung. Das heißt, wir brauchen uns um den Scheiß nicht mehr kümmern und haben auch unseren Titel behalten, alles. Jetzt geht's weiter. Jetzt suchen wir uns erstmal einen schönen Platz am Strand. Ich habe keinen Bock mehr auf Stadt. Und hier geht's ab. Also Santiago de Chile war ja gar nichts dagegen. Also hier ist richtig Verkehr. Also richtig krass. So, also auf jeden Fall jetzt suchen wir uns einen schönen Platz am Strand. Und dann machen wir erstmal 1, 2 Tage Ruhe und Natur. Empieza a ser arenoso, ¿no? Aber sehr schön. Sehr gut, ne? Ja. Ich glaube auch. Fahren wir hier rein? Sei limón, ajo, comino. Y crudo se come. Sí, se come. Limón, ajo y comino. Si quieres se la come con limón igual, ¿no? Como limón, como las ostras, ¿no? Estuvimos a Chiloé a la fiesta de las ostras. Ay, era buenísimo, la verdad, el sueño. Me encantan las mariscos. Y después lavar con agua. Después de estar pegadita ahí, mira, en la conchita ahí, para que salga todo. Cómetela. Crudo. Roh. Abendessen ist also auch erledigt. So schnell und einfach und total lecker. I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. A dreamer's life. Morgens auf der Gassi-Runde entdecke ich ein Auto. Es hat sich am Strand festgefahren. Wir lernen Ruben kennen. Später kommt er mit seiner Familie vorbei und bringt noch mehr Muscheln mit. She's my believer, healing all my doubts. A lighted mirror, reflecting out every true potential. A bedrock belief in
an elaborate plot to set this bird free from every element of waste, every color that's attached. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea for the ancient memories, just as fleeting as a breeze. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea. Sunset, white cotton in June, her body sings, and I join the tune. All the sirens calling, the crows leave their trees, but a peace pervades us, and the dreamers dream from every element of past, every color that's attached. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea. For the ancient memories, just as fleeting as a breeze. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea. Das sind die Dinger, die wir vorhin auf der Autobahn gekauft haben. Dulce de Liga. Wir haben vorhin das hier probiert und irgendwie schmeckt der Teig nach Fisch. Ich will das jetzt nicht nochmal probieren. Also wenn es nur das war, sie sagt, es war nur das, aber wenn es nur das war, dann will ich mir gar nicht vorstellen, warum das nach Fisch schmeckt. Also, na gut, vielleicht verkauft die Frau ja auch Fisch. Das kann ja auch sein. Es gibt aber noch andere. Vielleicht. Aber Canoncino, aber immer, und das ist so krass hier, immer mit Manjar gefüllt, also mit dem Dulce de Leche, mit so einer, Dulce de Leche ist Zucker mit Milch in der Pfanne, gekocht, bis irgendwann eine Creme, so ein Karamell übrig bleibt, so Dulce de Leche, und das essen sie in Argentinien alle. Und hier in Chile heißt es Manjar. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich gehe schwer davon aus, komm, wir probieren das jetzt aus, ich gehe voll davon aus, dass da Manjar drin ist. Ja, es geht nicht ohne, Manjar ist immer drin. Und oben drüber Eischaum. So, jetzt das probieren wir jetzt. Aber auch nach Fisch. Und es liegt nicht daran, dass ich vorher Muscheln gegessen habe. Also es riecht wirklich, es ist nicht hier, es ist hier. Lass uns mal alles von da probieren. Ja. Es schmeckt nach Fisch, oder? I think that's the characteristic taste, maybe. Seit 3 Tagen begleitet uns Langes Gesicht. Die Hündin wohnt hier am Strand und hat sich unserer Familie angeschlossen. Sie bekommt Essen von uns und bewacht uns seitdem überaus fleißig. Seit heute haben wir noch einen hungrigen Kerl mehr. Que calor, eh? Ja. Tengo que cubrirme con la bufanda aquí, que me se queman las piernas y el brazo. Es fuerte porque en la noche es frío y el aire que está en la sombra es también totalmente frío. Creo que son 19 grados. Está como dos temperaturas, dos climas. Uno donde toca el sol y el otro donde está la sombra. Sí, total. Uno súper caliente y el otro fresquito. Yo no conozco esto. Cuando estás en Europa nunca tienes esto. ¿Es frío o es calor? Puede ser las Canarias con el viento. Es un lado del viento y un lado del sol. Pero aquí, la verdad, fortísimo.
Uns treibt es weiter Richtung Norden, Richtung Atacama-Wüste. Vergesst nicht, die Fragen an uns zu senden. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao.